Willst du etwas über die deutsche Kultur lernen und dabei auch gleichzeitig noch Deutsch lernen? Dann empfehle ich dir nicht nur Easy News Time, sondern ich empfehle dir auch, deutsche Kinderbücher zu lesen. So haben wir Deutsch gelernt und unsere Kultur kennengelernt. Mit diesen Büchern sind wir aufgewachsen. Es sind echte Klassiker. Ein Klassiker ist etwas, das seit langem beliebt und erfolgreich ist, bei dem man sagt, ach, das geht immer. Ich präsentiere dir jetzt 7 Bücherklassiker in Deutschland. Die Bücher sind alle von deutschen Autoren geschrieben. Du musst sie nicht kaufen, sondern kannst sie oft auch in der Bibliothek in deiner Nähe ausleihen. Los geht's! Die kleine Hexe von Ottfried Preußler. Die kleine Hexe ist leider erst 127 Jahre alt. Sie wird von den großen Hexen nicht ernst genommen. Also beschließt sie, wenigstens eine gute Hexe zu sein und wirbelt die anderen Hexen auf. Das Buch ist in einfacher Sprache geschrieben. So kannst du gut Deutsch lernen. Max und Moritz von Wilhelm Busch. Max und Moritz sind 2 freche Jungs. Man nennt freche Jungs auch Lausbuben. Die 2 Lausbuben spielen anderen einen Streich. Das ist eine Redewendung und bedeutet, dass sie anderen eine Falle stellen, also austricksen. Die Sätze im Buch reimen sich. Zum Beispiel: Hahn und Hühner schlucken munter jedes ein Stück Brot hinunter. Das ist ein Reim. Emil und die Detektive von Erich Kästner. Erich Kästner hat viele bekannte Kinderbücher in Deutschland geschrieben. Eins davon ist Emil und die Detektive. Ein Detektiv ist jemand, der bei einem Fall recherchiert, ermittelt und nachforscht. Einer der bekanntesten Detektive der Welt ist zum Beispiel Sherlock Holmes. In dem Buch Emil und die Detektive geht es um die spannende Geschichte eines Jungen in Berlin. Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer von Michael Ende. Die Abenteuer von Jim Knopf und Lukas sind ein toller Weg, um die deutsche Sprache zu entdecken. Jim Knopf ist ein kleiner schwarzer Junge, der auf der winzigen Insel Lummerland lebt. Irgendwann ist die Insel zu klein. Also muss jemand gehen, beschließt König Alfons. Wer muss die Insel verlassen? Die Geschichte enthält viele neue Vokabeln. Die unendliche Geschichte von Michael Ende. Michael Ende hat auch die unendliche Geschichte geschrieben. In dem Buch geht es um einen Jungen, der ein Buch liest und in das Buch einsteigt. Er kommt zum Land Phantasien und erlebt viele Abenteuer. Es heißt die unendliche Geschichte, weil Fantasie kein Ende hat. Das Buch ist eher für Menschen geeignet, die schon sehr gut Deutsch sprechen. Das Sams von Paul Maar. Herr Taschenbier ist ein Mann, der vor vielen Dingen Angst hat. Bis an einem Samstag etwas passiert. Das Sams ist da. Das Sams hat rote Haare, eine Rüsselnase und Punkte im Gesicht. Mit diesen Punkten kann man sich etwas wünschen. Die Abenteuer des Sams sind lustig und voller Fantasie. Die Märchen der Gebrüder Grimm. Wenn du tief in die deutsche Kultur einsteigen willst, dann empfehle ich dir die Märchen der Gebrüder Grimm. Das waren 2 Brüder in Deutschland. Sie haben Märchen gesammelt. Ein Märchen ist eine kurze Geschichte, die erfunden wurde. Zu den bekanntesten Märchen der Gebrüder Grimm gehören Schneewittchen, Aschenputtel, Dornröschen, Hänsel und Gretel und Rumpelstilzchen. Jetzt möchte ich von dir wissen, hast du noch andere Tipps oder Bücher, die du empfehlen kannst? Dann schreib sie gern in die Kommentare und teile deine Erfahrungen mit den anderen. Das war's und denk dran, alles wird gut. Bis dann!